Lektion 1: Flexible Richtlinien. Hallo Anna, ich habe von der neuen Hotelrichtlinie gelesen. Hallo John, wirklich. Was ist das Update? Sie haben die Stornierungsmöglichkeiten flexibler gestaltet. Das ist großartig. Von wie flexibel reden wir? Ja, wir können bis zu 48 Stunden vor dem Check-in stornieren. Das ist wirklich hilfreich. Es gibt uns mehr Freiheit. Genau, es reduziert den Stress bei der Reiseplanung. Mussten Sie schon einmal eine Reise in letzter Minute absagen? Ja, es ist frustrierend. Diese Richtlinie macht es einfacher. Lektion 2: Wiederbelebung des Zuhauses. Hallo Anna, hast du darüber nachgedacht, wie du dein Zuhause auffrischen kannst? Hallo John, ja. Eine kleine Veränderung kann eine großartige Möglichkeit sein, Ihrem Zuhause neues Leben einzuhauchen. Vereinbart. Haben Sie versucht, Ihre Möbel umzustellen? Ja, es macht einen großen Unterschied darin, wie sich der Raum anfühlt. Das tut es wirklich. Auch das Hinzufügen von Pflanzen kann einen Raum auffällen. Besuch. Ich liebe es, Grün um mich herum zu haben. Wie wäre es, eine Wand in einer anderen Farbe zu streichen? Das könnte Spaß machen. Eine kräftige Farbe kann die Atmosphäre wirklich verändern. Ja, es ist erstaunlich, wie kleine Veränderungen eine große Wirkung erzielen können. Lektion 3: Historische Reisen. Guten Morgen, Anna. Hast du etwas über die frühen Entdecker gelesen? Hallo John, ja. Während ihrer Reise erlebten sie heftige Stürme. Rechts. Sie segelten spät in der Saison, was riskant war. Es ist unglaublich, wie mutig sie waren. Nach 66 Tagen auf See sichteten sie endlich Land. Das muss so eine Erleichterung gewesen sein. Können Sie sich vorstellen, wie Sie sich fühlten, als Sie die Sandstrände sahen? Es wäre eine Mischung aus Freude und Erschöpfung gewesen. Absolut. Ihre Reisen prägten die Welt, die wir heute kennen. Lektion 4: Australische Einheit. Hi Anna, weißt du, wie Australien vor 1901 regiert wurde? Hallo John, ja. Die verschiedenen Teile waren getrennte Kolonien. Genau. Es ist interessant, wie unabhängig sie agierten. Pfiff. Doch 1901 schlossen sie sich zu einer einzigen Nation zusammen. Das war ein bedeutender Moment in ihrer Geschichte. Das war es wirklich. Es markierte den Beginn eines vereinten Australiens. Glauben Sie, dass es ihre Identität gestärkt hat? Definitiv. Einheit führt oft zu einem stärkeren Zugehörigkeitsgefühl. Ich stimme zu. Die Kenntnis der Geschichte hilft uns, die Gegenwart zu verstehen. Lektion 5: Affinierte Ideen. Hi Anna, ich habe dein aktuelles Kunstprojekt gesehen. Das ist so eine durchdachte Idee. Hallo John, danke. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, es zu machen. Ich sollte auch versuchen, etwas zu basteln. Irgendwelche Vorschläge? Besuch. Sie könnten mit einfachen Bastelarbeiten aus Papier beginnen. Klingt lustig. Welche Art von Papierhandwerk empfehlen Sie? Vielleicht versuchen Sie es mit Origami oder dem Basteln von Großkarten.
Ich liebe diese Ideen. Sie klingen kreativ und entspannend. Ja, außerdem eignen sie sich hervorragend als Geschenk für Freunde. Das stimmt. Ich könnte sie für besondere Anlässe personalisieren. Lektion 6: Navigieren durch Meinungen. Hallo Anna, hast du die neuesten Diskussionen online verfolgt? Hallo John, ja, es ist interessant zu sehen, wie die Leute reagieren. Manche lenken entweder von der Kritik ab oder nehmen sie zur Kenntnis. Ja, es ist eine clevere Art, mit schwierigen Situationen umzugehen. Mir ist aufgefallen, dass einige Leute die Kritik zunächst sogar dementieren. Ja, und es ist faszinierend, wie sich das im Laufe der Zeit ändern kann. Glauben Sie, dass es effektiver ist, Probleme anzuerkennen? Definitiv. Es zeigt Reife und Bereitschaft zur Verbesserung. Ich stimme zu. Der konstruktive Dialog ist unerlässlich. Lektion 7: Planungsentscheidungen. Guten Morgen, Anna. Denkst du immer noch über deine Reisemöglichkeiten nach? Hi John, ja, das habe ich. Ich erkunde verschiedene Reiseziele. Das klingt spannend. Und du? Ich denke an einen Strandurlaub oder einen Rückzugsort in den Bergen. Beide klingen großartig. Bevorzugen Sie Entspannung oder Abenteuer? Ich genieße eine Mischung aus beidem. Entspannen am Strand und Wandern in den Bergen. Das ist eine tolle Balance. Haben Sie Budgetgrenzen festgelegt? Im Allgemeinen ja, aber ich bin je nach Erfahrung flexibel. Das ist klug. Es ist gut, etwas Raum für Spontanität zu lassen. Lektion 8: Mode auf Rigo. Morgen, Anna. Ich habe deine neuen Schuhe gesehen. Freust du dich darauf, sie bald zu tragen? Hallo John, auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Schuhe vorzuführen. Sie sehen stilvoll aus. Zu welchem Anlass möchtest du sie tragen? Ich denke darüber nach, sie auf der bevorstehenden Party zu tragen. Das klingt perfekt. Sie werden auf jeden Fall ein Zeichen setzen. Die hoffe es. Ich liebe es, wie sie zu vielen Outfits passen. Vielseitige Schuhe sind ein Muss. Haben Sie ein Lieblingsoutfit im Sinn? Ja, ich habe ein süßes Kleid, das perfekt dazu passt. Das klingt fantastisch. Du wirst fantastisch aussehen. Lektion 9: Gesunde Entscheidungen. Hallo Anna, wusstest du, dass die Aufnahme von mehr Obst und Gemüse in deiner Ernährung ein Immunsystem stärken kann? Hallo John, das ist ein toller Punkt. Ich versuche in letzter Zeit, mich gesünder zu ernähren. Eindrucksvoll. Welche Obst- und Gemüsesorten mögen Sie? Ich liebe Beeren und Blattgemüse. Sie sind so nahrhaft. Ja, Beeren stecken voller Antioxidantien. Haben Sie eine Lieblingsart, sie zu essen? Ich genieße sie in Smoothies oder einfach pur. Hilfe. Ich füge sie gerne zum Frühstück zu Joghurt oder Haferflocken hinzu. Das hört sich köstlich an. Haben Sie in letzter Zeit neue Rezepte ausprobiert? Ich habe letzte Woche eine Gemüsepfanne gemacht. Es war bunt und lecker.
Lektion 10. Blumenwunder. Morgen, Anna. Ich habe im Garten einige wunderschöne rosa und gelbe Rosen gesehen. Hallo John, das klingt großartig. Haben Sie einen süßen Geruch? Ja, das tun sie wirklich. Ich liebe den Duft von Rosen. Ich genieße es, den Bienen dabei zuzusehen, wie sie ihnen Pollen abnehmen. Es ist faszinierend, wie wichtig Bienen für unser Ökosystem sind. Pesselhof. Sie helfen nicht nur bei der Bestäubung von Blumen, sondern auch bei der Bestäubung von Nutzpflanzen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihre eigenen Blumen zu pflanzen? Ich habe, ich denke, es wäre lohnend, sie blühen zu sehen. Definitiv. Außerdem verleiht es Ihrem Zuhause Schönheit. Lektion 11. Aus Fehlern lernen. Hi Anna, erinnerst du dich an unsere Schulzeit? Hallo John, ja. Ich denke oft darüber nach, was ich anders machen würde. Ebenfalls. Ich wünschte, ich hätte im Unterricht mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Wiss, manchmal wurde ich von Freunden abgelenkt, anstatt mich zu konzentrieren. Es ist leicht, sich ablenken zu lassen. Welche Fächer haben Ihnen am meisten Spaß gemacht? Ich liebte Kunst und Geschichte. Diese Kurse haben immer Spaß gemacht. Ich habe die Wissenschaft genossen. Das Experimentieren war spannend. Ja, ich denke, wenn wir uns mehr angestrengt hätten, hätten wir noch mehr lernen können. Absolut. Es geht darum, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, die wir haben. Lektion 12. Künstlerisches Potenzial. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, in unseren eigenen vier Wänden verborgenes künstlerisches Potenzial zu entdecken? Hallo John, auf jeden Fall. Es gibt so viel Kreativität, die darauf wartet, entdeckt zu werden. Genau. Selbst einfache Gegenstände können in Kunst verwandelt werden. Ich liebe diese Idee. Haben Sie in letzter Zeit etwas erstellt? Ich habe einige alte Möbel bemalt, um ihnen neues Leben einzuhauchen. Das ist fantastisch. Ich würde gerne Ihre Arbeit sehen. Danke. Außerdem genieße ich es, mit recycelten Materialien zu basteln. Was für eine brillante Art, umweltfreundlich zu sein. Das ist es wirklich. Es verleiht ihrem Raum eine persönliche Note. Lektion 13. Reisepläne. Hallo Anna, denkst du, dass es dieses Wochenende lange Schlangen im Vergnügungspark geben wird? Hallo John, es hängt wohl von der Tageszeit ab, zu der wir gehen. Das stimmt. Am frühen Morgen ist es normalerweise weniger überfüllt. Ja, wenn wir pünktlich zur Eröffnung ankommen, können wir den Ansturm vielleicht vermeiden. Gute Idee. Wir können planen, früh dort anzukommen und weitere Fahrten zu genießen. Tja, außerdem sollten wir auch das Wetter überprüfen. Definitiv. Ein sonniger Tag würde es noch besser machen. Und vergessen Sie nicht, Snacks mitzubringen, um Zeit beim Anstehen beim Essen zu sparen. Toller Tipp. So können wir mehr Zeit damit verbringen, die Attraktionen zu genießen. Lektion 14. Zielträume. Guten Morgen, Anna. Hast du dich für dein nächstes Reiseziel entschieden? Hi John, noch nicht. Das Wichtigste zuerst. Ich muss ein Bucket festlegen. Das ist ein kluger Schachzug.
Welche Budgetspanne erwägen Sie? Ich denke an ein paar $100. Ich möchte es erschwinglich halten. Das klingt vernünftig. Wohin gedenkst du zu gehen? Ich würde gerne den Strand oder vielleicht eine gemütliche Berghütte besuchen. Beide Optionen klingen großartig. Bevorzugen Sie Entspannung oder Erkundung? Ich genieße eine Mischung aus beidem. Entspannen am Strand und Wandern in den Bergen. Das ist das Beste aus beiden Welten. Lassen Sie uns eine Liste mit Orten erstellen, die Sie besuchen sollten. Lektion 15. Modefunde. Hi Anna, ich habe gesehen, wie du dieses Kleid anprobierst. Passt das Medium perfekt zu Ihnen? Hallo John, ja, es fühlt sich genau richtig an. Ich bin froh, dass ich es gefunden habe. Das ist großartig. Die Farbe steht dir fantastisch. Glaubst du, dass es zu dir passt? Ich glaube schon. Es ist hell und fröhlich, perfekt für den Sommer. Absolut. Es bringt Ihre Persönlichkeit wirklich zum Vorschein. Das, dazu habe ich auch eine passende Halskette und Ohrringe gefunden. Oh, das klingt, als würde es den Look vervollständigen. Ich hoffe es. Accessoires können ein Outfit wirklich aufwerten. Das tun Sie auf jeden Fall. Planen Sie, es zu einem besonderen Anlass zu tragen? Lektion 16. Historische Einblicke. Guten Morgen, Anna. Weißt du etwas über die Geschichte der Sklaverei in Amerika? Hallo John, ja. Bis 1865 war die Sklaverei eine harte Realität. Reicht's. Auch nach diesem Datum arbeiteten viele Schwarze weiterhin auf großen Farmen. Ja, das Leben war für sie trotz der Veränderungen immer noch eine Herausforderung. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Definitiv. Das Verständnis dieses Kontextes ist entscheidend für den Fortschritt. Ich stimme zu. Es hilft uns, die Kämpfe und Erfolge wertzuschätzen. Darüber hinaus ermutigt es uns, uns weiterhin für Gleichberechtigung einzusetzen. Absolut. Lassen Sie uns weiter lernen und diese wichtigen Themen diskutieren. Lektion 17. Positivität annehmen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, dass ich nicht mehr traurig war, nachdem ich mich auf positive Eigenschaften konzentriert habe. Hallo John, das ist wunderbar. Was hat Ihnen Ihrer Meinung nach am meisten geholfen? Mir wurde klar, dass meine Freundlichkeit meine beste Eigenschaft ist und dass sie Türen zu neuen Kontakten öffnet. Das ist eine tolle Beobachtung. Freundlichkeit kann die Art und Weise, wie wir mit anderen interagieren, wirklich verändern. Genau, es macht Gespräche angenehmer und weniger stressig. Haben Sie Veränderungen in der Art und Weise bemerkt, wie Menschen auf Sie reagieren? Ja, die Menschen scheinen eher bereit zu sein, sich zu engagieren und ihre Gedanken zu teilen. Das ist fantastisch. Es schafft ein positiveres Umfeld. Das tut es. Ich freue mich darauf, diese freundliche Seite von mir weiterhin zu fördern. Lektion 18. Teamdynamik. Hallo Anna, ich dachte, wir brauchen einen überarbeiteten Plan für unser Projekt. Hallo John, ich stimme zu. Sobald wir es fertig haben, können wir unsere Stackelholder auf den neuesten Stand bringen. Genau,
Klare Kommunikation ist der Schlüssel, um alle auf dem Laufenden zu halten. Auf welche Bereiche sollten wir uns Ihrer Meinung nach im überarbeiteten Plan konzentrieren? Wir sollten Zeitpläne und Verantwortlichkeiten priorisieren, um Klarheit zu gewährleisten. Tolle Idee. So weiß jeder, was ihn erwartet. Möglicherweise möchten wir auch alle potenziellen Herausforderungen einbeziehen, die wir vorhersehen. Chef, es ist besser, auf eventuell auftretende Hindernisse vorbereitet zu sein. Sobald wir alles finalisiert haben, können wir ein Treffen mit den Stakeholdern vereinbaren. Lektion 19 Reisekomfort. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie viel einfache Flüge in guter Gesellschaft sein können. Hi John, stimmt. Es macht den Flug auf jeden Fall angenehmer. Und mit interessanten Gesprächen kann die Zeit wirklich schnell vergehen. Besuch. Außerdem macht das Teilen von Reiseerlebnissen noch mehr Spaß. Haben Sie unvergessliche Fluggeschichten? Chef, ich habe mich einmal mit der Person angefreundet, die neben mir saß, und wir haben die ganze Reise über geplaudert. Das hört sich großartig an. Sind Sie am Ende in Kontakt geblieben? Leider nein, aber wir hatten eine fantastische Zeit während des Fluges. Manchmal sind es diese Momente, die eine Reise zu etwas Besonderem machen. Lektion 20 Naturschutzbewusstsein. Hallo Anna, ich habe darüber gelesen, wie wichtig es ist, das Bewusstsein für den Naturschutz zu schärfen. Hallo John, das stimmt. Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie fragil unsere Umwelt ist. Genau, der Schutz der Tierwelt und der natürlichen Ressourcen ist für zukünftige Generationen von entscheidender Bedeutung. Wie können wir das Bewusstsein fördern? Wir könnten Gemeinschaftsveranstaltungen oder Workshops zu Naturschutzthemen organisieren. Das ist eine tolle Idee. Die Einbindung der Community kann erhebliche Auswirkungen haben. Wir könnten auch soziale Medien nutzen, um die Botschaft weiter zu verbreiten. Es ist ein leistungsstarkes Tool, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Lassen Sie uns über einige Initiativen nachdenken, die wir diesen Monat starten können. Lektion 21 in den Inspirationen. Guten Morgen, Anna. Ich habe mich gefragt, ob Sie Innenaufnahmen der verschiedenen Räume in Ihrem Haus zur Verfügung stellen könnten. Hallo John, klar. Ich liebe es, meine Ideen für die Inneneinrichtung zu teilen. Das wäre fantastisch. Ich suche Inspiration für meinen eigenen Raum. Großartig. Ich habe ein gemütliches Wohnzimmer und eine helle Küche. Ich würde gerne sehen, wie Sie diese Bereiche dekoriert haben. Ich schicke dir ein paar Bilder. Ich mag es, Farben und Texturen zu mischen. Das klingt wunderschön. Ich bin gespannt auf Ihre Lieblingsdesign-Elemente. Ich verwende gerne Pflanzen und Kunstwerke, um meinen Räumen Persönlichkeit zu verleihen. Das sind ausgezeichnete Entscheidungen. Sie erwecken einen Raum wirklich zum Leben. Lektion 22 Stadttransformationen. Hi Anna, wusstest du, dass ein kleiner Handelsposten zu einer wichtigen Stadt werden kann? Hallo John, ja, es ist faszinierend, wie sich manche Orte im Laufe der Zeit entwickeln. Genau. Diese Stadt begann mit nur wenigen Gebäuden, entwickelte sich aber zu einem geschäftigen Zentrum. Das ist beeindruckend.
Was hat Ihrer Meinung nach zu seinem schnellen Wachstum beigetragen? Wahrscheinlich war es aufgrund seiner Lage und seiner Ressourcen für Siedler attraktiv. Das macht Sinn. Ein guter Zugang zu Wasser und Land kann viele Menschen anziehen. Reicht's. Es ist interessant, wie Städte die Bedürfnisse ihrer Gemeinden widerspiegeln können. Definitiv. Und diese Veränderungen können die Kultur und Wirtschaft der Region prägen. Ich würde gerne mehr über die Geschichte dieser Stadt erfahren. Lektion 23. Chakes Gerechos. Guten Morgen, Anna. Hast du schon von der Rekonstruktion einiger historischer Stätten gehört, die wie zu Shakespeares Zeiten aussehen sollen? Hallo John, ja. Es ist erstaunlich, wie sie wieder so aussehen, wie sie damals aussahen. Genau. Es gibt uns einen Einblick in die Vergangenheit und die Kultur dieser Zeit. Ich liebe das. Es ermöglicht den Menschen, Geschichte greifbar zu erleben. Und trotz seines Alters bleibt London eine pulsierende Stadt voller Leben. Ruf. Die Mischung aus Geschichte und Moderne ist so faszinierend. Glauben Sie, dass der Besuch dieser Seiten die Geschichte verständlicher macht? Tja, es schafft eine Verbindung, die Bücher allein nicht herstellen können. Ich stimme zu. Das Erleben der Atmosphäre kann unser Verständnis vertiefen. Lektion 24. Gut investierte Zeit. Hallo Anna, ich habe über unsere bevorstehende Tour nachgedacht. Wie lange wird es Ihrer Meinung nach dauern? Hallo John, ich glaube, wir werden etwa 2 bis 3 Stunden brauchen. Das klingt überschaubar. Was werden wir Ihrer Meinung nach während der Tour sehen? Ich gehe davon aus, dass wir einige wichtige Sehenswürdigkeiten besuchen und vielleicht etwas über die Geschichte erfahren werden. Das wäre großartig. Glauben Sie, dass wir spezielle Ausrüstung benötigen? Wahrscheinlich nur bequeme Schuhe und eine Kamera für Fotos. Guter Anruf. Ich liebe es, Momente unserer Abenteuer festzuhalten. Doch es ist schön, Erinnerungen zu haben, auf die man zurückblicken kann. Planen wir unseren Tag so, dass wir jeden Moment genießen können. Lektion 25. Sport und Identität. Guten Morgen, Anna. Ist dir aufgefallen, wie viele Kanadier sich Sorgen über die amerikanische Dominanz im Profisport machen? Hallo John, ja, für viele Menschen ist es ein wichtiges Thema. Sie sehen darin eine potenzielle Bedrohung für die Unabhängigkeit Kanadas im Sport, oder? Ja, es wirft Fragen über nationale Identität und Stolz auf. Ich denke, dass lokale Ligen entscheidend sind, um diese Einzigartigkeit zu bewahren. Tja, die Unterstützung kanadischer Teams kann das Gemeinschaftsgefühl fördern. Glauben Sie, dass es genügend Initiativen gibt, um einheimische Talente zu fördern? Ich hoffe es. Investitionen in den Jugendsport könnten dazu beitragen, zukünftige Stars zu fördern. Behalten wir die Entwicklung im Auge und bleiben wir weiterhin informiert. Lektion 26. Auf dem Laufenden bleiben. Hallo Anna, hast du die neuesten Nachrichten aus Sport und Kultur verfolgt? Hallo John, ich versuche auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist interessant, welche Auswirkungen es auf unsere Gesellschaft hat. Absolut. Ereignisse können die öffentliche Meinung und sogar die Politik beeinflussen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, den Kontext dieser Veränderungen zu verstehen.
Darüber hinaus hilft uns die Information, sinnvolle Gespräche zu führen. Ja, wir können unsere Perspektive mit anderen teilen. Glauben Sie, dass soziale Medien eine Rolle dabei spielen, wie wir Informationen erhalten? Tja, es ist ein mächtiges Werkzeug, aber wir müssen auch Quellen gegenüber kritisch sein. Sicher. Lassen Sie uns diese Themen weiterhin diskutieren, während sie sich weiterentwickeln. Lektion 27: Inselträume. Guten Morgen, Anna. Ich wollte schon immer ein tropisches Reiseziel erkunden. Hallo John, hast du darüber nachgedacht, eine Insel zu besuchen? Das klingt erstaunlich. Inseln haben oft schöne Strände und klares Wasser. Ja, außerdem bieten sie in der Regel einzigartige Kulturen und Erlebnisse. Welche Insel würden Sie empfehlen? Ich habe großartige Dinge über Bali und die Malediven gehört. Die beiden sind atemberaubend. Welche Aktivitäten können wir dort unternehmen? Wir können schnorcheln, wandern und sogar die Lokalküche genießen. Lecker. Ich liebe es, auf Reisen neue Gerichte auszuprobieren. Lektion 28: Einchecken im Hotel. Hallo Anna, ich habe gerade ein Hotel für unsere Reise gebucht. Hallo John, das ist großartig. Wie lange werden Sie bleiben? Ich bleibe 3 Nächte und checke morgen Abend ein. Perfekt. Wissen Sie, wann wir einchecken können? Ich glaube, der Check-in beginnt um 15:00 Uhr. Das gibt uns Zeit, die Gegend zu erkunden, bevor wir uns einleben. Genau. Wir können etwas essen und uns dann auf den Weg zum Hotel machen. Klingt nach einem Plan. Haben Sie die Annehmlichkeiten des Hotels überprüft? Ja, Sie haben einen Pool und ein kostenloses Frühstück, was großartig ist. Lektion 29: Bezahlen. Guten Morgen, Anna. Ich habe mir letzte Woche ein Buch von dir ausgeliehen. Hallo John, kein Problem. Hat es dir gefallen? Ja, ich habe es geliebt. Ich bin froh, dass ich es ausgeliehen habe. Das ist toll zu hören. Also, wie viel schulde ich dir dafür? Nein, das ist okay. Du musst es mir nicht zurückzahlen. Bist du sicher? Ich möchte es fair machen. Ich bin positiv. Genießen Sie einfach das Buch. Wenn Sie sicher sind, weiß ich das zu schätzen. Natürlich. Ich kann Ihnen in Zukunft jederzeit weitere Bücher leihen. Lektion 30: Winterarbeit. Hallo Anna, der Winter ist da und ich musste den Schnee von den Wegen und der Auffahrt schaufeln. Hallo John, das hört sich nach harter Arbeit an. Wie ist es gelaufen? Es war hart. Ich helfe meinem Vater jedes Jahr dabei. Das ist nett von dir. Schneeschaufeln kann ganz schön anstrengend sein. Ja, vor allem, wenn es viel Schnee zu räumen gibt. Hab die Tipps, wie es einfacher geht. Pausen sind unerlässlich. Es hilft, Müdigkeit zu vermeiden. Büsserer, es ist wichtig, dass Sie Ihr Tempo einhalten. Und das Tragen von Schichten hält sie warm, wenn sie draußen arbeiten. Lektion 31:
Pariser Träume. Morgen Anna. Ja, ich plane eine Reise nach Paris. Wuff, das klingt großartig. Wann gehst du? Ich reise in 2 Wochen ab. Ich kann es kaum erwarten, es zu erkunden. Das ist spannend. Haben Sie eine Liste mit Orten, die Sie besuchen möchten? Definitiv. Ich möchte den Eiffelturm und den Louvre sehen. Tolle Auswahl. Waren Sie schon einmal in Paris? Nein, das wird mein erstes Mal sein. Ich bin gespannt darauf, die Kultur kennenzulernen. Du wirst es leben. Das Essen, die Kunst und die Architektur sind atemberaubend. Das habe ich gehört. Ich möchte auch authentische französische Küche probieren. Lektion 32. Navigieren durch die Stadt. Hallo Anna, ich habe gehört, dass es in der Stadt gut markierte Fußgängerwege gibt. Hallo John, ja. Es macht das Herumlaufen so viel einfacher. Großartig. Gibt es eine App oder Karte, mit der ich navigieren kann? Hilf. Es gibt mehrere Apps, die Wanderrouten und Sehenswürdigkeiten anzeigen. Das ist hilfreich. Welche App empfehlen Sie? Ich empfehle die Verwendung von Google Maps oder einer speziellen Stadtführer-App. Perfekt. Ich werde eines vor meiner Reise herunterladen. Gute Idee. Es wird Ihnen helfen, die besten Wege zu finden und zu vermeiden, dass Sie sich verlaufen. Ich freue mich über die Tipps. Ich möchte das Beste aus meiner Zeit beim Erkunden machen. Lektion 33. Marketing-Einblicke. Guten Morgen, Anna. Was denkst du über unsere Marketingstrategie? Hallo John, ich denke, es muss verbessert werden. Wir sollten uns auf unsere Zielgruppe konzentrieren. Ich stimme zu. Lassen Sie uns die aktuellen Leistungskennzahlen analysieren. Ja, das Verständnis der Daten wird uns helfen, Schwachstellen zu identifizieren. Sollten wir auch Kundenfeedback berücksichtigen? Zuruf. Feedback ist entscheidend für fundierte Änderungen. Welche Bereiche sollten wir Ihrer Meinung nach priorisieren? Ich glaube, dass die Verbesserung unserer Social-Media-Präsenz mehr Kunden anziehen könnte. Das ist ein kluger Schachzug. Ansprechende Inhalte können wirklich einen Unterschied machen. Lektion 34. Unvergessliche Erlebnisse. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, dass die einfachsten Erlebnisse oft die unvergesslichsten sind? Ich stimme vollkommen zu, John. Manchmal schaffen unerwartete Momente bleibende Erinnerungen. Welche Erlebnisse kommen Ihnen in den Sinn? Ich erinnere mich an einen spontanen Roadtrip mit Freunden. Das Lachen und die Gespräche machten es unvergesslich. Haben Sie eine ähnliche Erfahrung gemacht? Death. Ein Picknick im Park wurde zu einem Abenteuer, als wir uns verirrten. Am Ende entdeckten wir einen wunderschönen, versteckten Ort. Ist das nicht erstaunlich? Absolut. Es ist faszinierend, wie ungeplante Ereignisse zu Freude führen können. Haben Sie Lust, demnächst etwas Spontanes zu planen? Definitiv. Sollen wir anfangen, Ideen für unser nächstes Abenteuer zu sammeln? Wir konnten neue Orte erkunden und lokales Essen probieren.